Der Schatten ist also jener Teil, den wir lieber nicht sehen wollen. Doch indem wir ihn bewusst machen, gewinnen wir Zugang zu verborgenen Kräften. Hier sind einige Wege, wie du mit deinem eigenen Schatten arbeiten kannst. Übung 1. Der Spiegel des Alltags. Frage dich heute, welche Eigenschaft bei anderen Menschen triggert mich am meisten? Vielleicht ist es Ungeduld, vielleicht Arroganz, vielleicht Schwäche. Schreib dir genau diese Eigenschaft auf und dann frage dich ehrlich, wo lebt diese Eigenschaft auch in mir? Oft entdecken wir, dass das, was uns im Außen am meisten aufregt, ein Hinweis auf etwas ist, das wir in uns selbst verdrängt haben. Übung 2. Schattentagebuch. Nimm dir für eine Woche ein kleines Notizbuch. Jedes Mal, wenn dich eine Situation emotional stark bewegt, ob Ärger, Wut, Neid oder auch übertriebene Bewunderung, notiere, was ist passiert? Welche Gefühle tauchten auf? Welche Anteile in mir könnten hier gespiegelt sein? Dieses Tagebuch wird dir helfen, Muster zu erkennen. Übung 3. Die Integration. Wähle eine Eigenschaft, die du bisher abgelehnt hast. Zum Beispiel, ich bin manchmal neidisch. Statt es zu verdrängen, formuliere einen neuen Satz. Neid zeigt mir, was ich mir eigentlich wünsche. Er ist ein Wegweiser zu meinen eigenen Sehnsüchten. So verwandelst du den Schatten in eine Ressource. Kleine Meditation, Begegnung mit den Schatten. Schließe deine Augen, atme tief ein und aus. Stell dir vor, du gehst einen Weg in einen Wald, bis du zu einer dunklen Höhle kommst. In dieser Höhle wartet dein Schatten. Manchmal tritt er als Gestalt hervor, manchmal nur als Gefühl. Schau ihn an und sprich leise: Ich sehe dich. Du bist Teil von mir. Ich nehme dich an. Dann geh zurück ins Licht, wissend, dass du nun ein Stück vollständiger bist. Reflexionsfragen für den Alltag. Welche Menschen lösen in mir starke Emotionen aus und was spiegelt das über mich? Welche Seiten meiner Persönlichkeit halte ich verborgen? Welche Kraft könnte darin stecken, wenn ich sie bewusst annehme? Denk daran, Schattenarbeit ist tief. Wenn du merkst, dass dich deine Gefühle überwältigen oder alte Wunden sehr stark aufbrechen, ist es ein Akt der Stärke, nicht der Schwäche, dir Unterstützung zu holen. Therapie oder Coaching können sichere Räume sein, in denen du diesen Weg nicht allein gehen musst. Wir haben also gesehen, wie wir im Alltag mit dem Schatten arbeiten können. Doch um ihn noch tiefer zu verstehen, lohnt es sich wieder in die Geschichten einzutauchen, in die Mythen und in die modernen Filme, die uns zeigen, wie Helden ihren Schatten konfrontieren. Im nächsten Teil erzähle ich dir Beispiele von Figuren, die genau durch ihren Schatten wachsen mussten und was wir daraus für uns selbst lernen können. Geschichten sind die Sprache der Seele und der Schatten ist fast immer Teil dieser Geschichten, ob als Gegner, Versuchung oder innere Prüfung. Im Mythos von Perseus begegnet uns Medusa, deren Blick jeden versteinert. Medusa ist ein Schattenbild. Sie repräsentiert das, was so furchteinflößend ist, dass wir es nicht direkt ansehen können. Perseus besiegt sie nur, indem er einen Spiegel nutzt, ein starkes Symbol für die psychologische Wahrheit. Wir können unseren Schatten nicht frontal bekämpfen, sondern müssen ihn durch Spiegelung, durch Bewusstwerdung erkennen. Auch Herakles musste in seinen 12 Arbeiten nicht nur äußere Monster bezwingen, sondern auch seine eigenen inneren Triebe: Zorn, Schuld, Maßlosigkeit. Die Mythen zeigen, der Schatten ist nicht außerhalb, sondern in uns. In Rotkäppchen ist der Wolf der Schatten. Er ist das Triebhafte, das Ungezähmte, das Verbotene. Doch der Wolf ist auch Teil der Natur und erinnert uns daran, dass wir unsere Instinkte nicht einfach wegschneiden können. Oder Schneewittchen. Die böse Königin ist voller Maid, ein Schattenbild, das zeigt, wie zerstörerisch verdrängte Sehnsüchte wirken können. Auch religiöse Geschichten sind voller Schattenbilder. Jesus in der Wüste, versucht vom Teufel. Buddha unter dem Bodhibaum, bedrängt von Mara. Der Prophet Jona, der vor seiner Aufgabe flieht und in den Bauch des Wals,
das Reich des Schattens, hinabsteigt. Alle diese Geschichten lehren, der Weg zur Erleuchtung führt durch die Dunkelheit. Unsere heutigen Mythen, die Filme, sind nicht anders. Darth Vader ist das klassische Schattenbild. Luke muss erkennen, dass die Dunkelheit seines Vaters auch in ihm selbst lauert. Voldemort ist nicht nur Harry Potters Feind, sondern auch ein Spiegel. Beide teilen dieselben Wurzeln. Beide tragen ähnliche Anlagen in sich. Gollum im Herrn der Ringe ist Frodos dunkler Spiegel, die zerstörerische Kraft der Gier, die ihn selbst bedroht. Diese Figuren faszinieren uns, weil sie uns an etwas erinnern. Unser größter Gegner ist oft kein äußerer Feind, sondern das, was wir in uns selbst verleugnen. Alle diese Geschichten, ob alt oder neu, zeigen dieselbe Wahrheit. Der Schatten ist nicht da, um uns zu zerstören. Er ist da, um uns zu prüfen, um uns zu verwandeln. Indem wir ihn konfrontieren, gewinnen wir nicht nur Stärke, wir gewinnen Ganzheit. Wir haben also gesehen, wie der Schatten in Mythen, Märchen, Religion und Filmen auftaucht und wie er immer wieder als Spiegel unserer eigenen Seele dient. Im letzten Teil fasse ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und gebe dir einen Ausblick, wie du den Schatten in deinem Alltag integrieren kannst und warum er am Ende ein Freund und nicht ein Feind ist. Heute sind wir tief in einen der faszinierendsten, aber auch herausforderndsten Archetypen eingetaucht, den Schatten. Wir haben gesehen, der Schatten ist jener Teil von uns, den wir nicht sehen oder nicht akzeptieren wollen. In Mythen und Märchen erscheint er als Drache, Wolf, böse Königin oder dunkler Gegenspieler. In Religion und Spiritualität begegnet er als Versuchung, Dämon oder Unterwelt. In modernen Filmen verkörpert er Figuren wie Darth Vader, Voldemort oder Gollum, dunkle Spiegel, die uns zwingen, nach innen zu schauen. In der Psychologie nach Jung verstehen wir ihn als verdrängte Anteile, die wir auf andere projizieren und die uns, wenn wir sie bewusst machen, zu mehr Ganzheit führen können. Und wir haben entdeckt, der Schatten ist kein Feind, den wir vernichten müssen. Er ist ein Teil von uns, der integriert werden möchte. Achte auf das, was dich bei anderen aufregt. Es könnte ein Hinweis auf deinen eigenen Schatten sein. Führe ein Tagebuch über starke Emotionen, um Muster zu erkennen. Trau dich auch, ungeliebte Anteile als Ressourcen zu betrachten. Denn in deinem Schatten liegt nicht nur Dunkelheit, dort liegt auch ungelebte Kraft. Noch eine kleine Abschlussmeditation. Atme tief ein. Stell dir vor, du stehst an der Grenze zwischen Licht und Dunkelheit. Und du sagst zu dir, ich bin bereit, meinen Schatten zu sehen. Ich nehme ihn an, denn er gehört zu mir. Spüre, wie sich etwas entspannt, als ob ein verborgener Teil von dir endlich nach Hause kommt. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann gib dem Video ein Gefällt mir. Und schreib unten in die Kommentare, welchen Schatten erkenne ich gerade in mir? Deine Worte können auch anderen helfen, ihren eigenen Weg zu verstehen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, denn in der nächsten Folge unserer Archetypenreise widmen wir uns einem ganz besonderen Archetypen, der Liebenden. Sie zeigt uns die Kraft der Hingabe, der Verbindung und warum wahre Liebe immer auch bei uns selbst beginnt. Der Schatten ist kein dunkler Gegner im Außen. Er ist ein Teil deiner eigenen Seele, der dir zeigen will, wo du wachsen kannst. Und jedes Mal, wenn du den Mut findest, dich ihm zuzuwenden, wirst du vollständiger, lebendiger, freier. Also frag dich, welchen Schatten darf ich heute annehmen? Denn genau dort, wo es dunkel erscheint, wartet oft dein größtes Licht. Bis zum nächsten Mal, eure Archetypenreise.